Morgens gegen 8 Uhr auf dem Betriebshof des Lohnunternehmens Ernteplus in Lamsborn im Landkreis Kaiserslautern. Letzte Vorbereitungen für den Erntetag laufen. Kleinere Reparaturen werden noch schnell erledigt. Und der Chef Adrian Agner hat ein paar Informationen für Florian Becker, einen seiner Fahrer. Guck schon mal, dass er so sauber ist, wie es dann dort machbar ist. Modernste Technik hilft ihm und seinen Mitarbeitern, den Tagesverlauf zu planen. Modernste Technik ist es auch, die den Betriebshof verlässt und auf den Feldern die Arbeit verrichtet. Insgesamt haben wir acht Fendt-Traktoren, sind jetzt nicht alle hier. Und wir sind schon immer Fendt-Betrieb seit den 60er Jahren. Ja, Erntemaschinen und so sind wir Glas-Fan. Und Traktoren haben wir jetzt bis auf die Xerion haben wir jetzt noch nichts angeschafft. Aber da wollen wir halt jetzt auch die nächsten Jahre probieren. Aber bisweilen ist es halt einfach so, dass an der Fendt noch nichts Richtiges drankommt. Das ist einfach das Gesamtpaket stimmt. So wie bei Glas die Mähdrescher und die Häcksler, so ist halt das Gesamtpaket bei Fendt einfach, dass so alles Optimale für Schlepper abgestellt ist. Und am Anfang war es halt die Leidenschaft zu Fendt. Mittlerweile durchs Lohngeschäft ist es halt auch die Zuverlässigkeit, der hohe Wiederverkaufswert, was für uns entscheidend ist, der Fahrkomfort, die Geschwindigkeit, die 60 Kilometer, die Fahrer haben, auch wenn sie jetzt beim Presse sind, die Ruhe, die die Maschine auf dem Acker liegt bei hoher Geschwindigkeit, das alles dazu war für uns dann letztendlich wichtig, weiter in Fendt zu investieren. Da sind wir eigentlich ja ganz froh drin. Beginnen wir mit dem Kleinen bei Ernteplus, dem Fendt 312 Vario. Florian Becker ist inzwischen auf dem Feld des Kunden angekommen. Dort soll er die Quaderballen, die am Vortag gepresst worden sind, mit Folie umwickeln. Der Fendt 312 Vario zieht brav seine Bahnen. Er war lange das stärkste Flaggschiff der 300er Baureihe und würdiger Nachfolger des Fendt Farmer 309 LSA, der über viele Jahre auf mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe verkauft werden konnte. Inzwischen gibt es den Fendt 313, der nochmals mehr Leistung bringt. Für den Ballenwickler 998 von McHale reicht der 312er aber völlig aus. Und zum alten Eisen gehört der zuverlässige Schlepper noch lange nicht. Florian Becker nimmt über das Pickup-Förderband die Ballen auf. Und während der Ballen mit Folie umwickelt wird, kann er den nächsten Ballen ansteuern. Und schon wird der fertige Ballen wieder über das Förderband abgelegt. Aussteigen muss Florian so gut wie nie. Nun ja. Der Antrieb läuft wie üblich über die Zapfwelle. In der 300er Baureihe ist die Zapfwellenschaltung als Komfortschaltung mit Dreifachvorwahl ausgeführt. Außerdem gibt es eine Automatik, die je nach Hubhöhe des Krafthebers die Zapfwelle automatisch zu- oder abschaltet. Das schont die Geräte an der Zapfwelle, da der Anlauf feinfühliger verläuft. Er mag ja der Kleine unter den Fendt des Lohnunternehmens Ernteplus sein. Dennoch hat er einiges zu bieten. Serienmäßig ist das Traktormanagementsystem kurz TMS im 312er. Es betreibt Motor und Getriebe vollautomatisch im wirtschaftlichen Optimum.
Der Fendt 312 Vario leistet maximal 125 PS. Wie gesagt, vollkommen ausreichend für die Arbeit auf diesem Feld. Zwar ist der 312er Vario ursprünglich auf mittelbäuerliche Betriebe ausgelegt, dennoch legt auch Lohnunternehmer Adrian Agne Wert darauf, dass er seinen Kunden auch kleinere Maschinen und Geräte anbieten kann. Die Flächen in der Region in der Südwestpfalz sind oft recht klein und verwinkelt. Darauf muss er sich als Lohnunternehmen einstellen können. Der Kleine hat jetzt erstmal Pause. Florian Becker wechselt die Zugmaschine und steigt in eine höhere PS-Klasse ein. Welche macht nun mehr Spaß? Kommt drauf an, wenn es eng wird, der Kleine, und wenn es schnell vorwärts gehen soll, der Große. Und worin liegen die großen Unterschiede zwischen den beiden? Vom Komfort, von der Größe. Die PS-Stärke spielt keine so große Rolle. Naja, das wollen wir mal so stehen lassen und ihn nicht länger von der Arbeit abhalten. Florian installiert in der Fahrerkabine das iPad, auf dem er immer den Überblick über seine Arbeitsaufträge hat. Das ist eine Dispositionssoftware speziell für Lohnunternehmer. Heißt irgendwo Agrarmonitor und wird halt vom Büro bzw. vom iPad kann ich koordinieren, zu welchem Kunde unser Mitarbeiter fahren, kann dann die Aufträge generieren, kann die zuschicken und sehe dann auch immer in Echtzeit, wo der betreffende Mitarbeiter ist, wie weit er mit der Abarbeitung von der Aufträge ist, und das Büro hat halt dann die Möglichkeit, wenn der Mitarbeiter fertig ist, dann auch zeitnah die Rechnung direkt an den Kunde zu fakturieren mit den Daten vom Auftrag. Also geht nichts mehr verloren auf dem Papierweg. Ja. Jetzt noch schnell den Öl- und Hydraulikcheck machen und dann kann es für Florian schon zum nächsten Auftrag losgehen. Wir fahren jetzt zum Kunden und so ein Heuschwaden, was später von der Quaderballepresse gepresst wird. Teilweise ist die Fläche jetzt bekannt, was ich anfahre, und der Rest bekomme ich vor Ort noch mitgeteilt. Nun, zwischen Florian und seinem nächsten Einsatzort liegen noch ein paar Kilometer. Bis er dort ist, schauen wir uns den an. Hier treibt ein Fendt 828 Vario die Mähwerke an. Knapp 280 PS powern unter der Motorhaube. Möglich macht das ein wassergekühlter 6-Zylinder-Dieselmotor von Deutz mit Ladeluftkühlung und Common Rail Hochdruck-Einspritzsystem. Der 828er ist der größte Schlepper der 800er-Reihe. 2009 wurde er auf der Agritechnica in Hannover vorgestellt. Seit 2010 wird er in Serie produziert. Er gilt weltweit als der erste Schlepper, der serienmäßig mit der SCR-Technologie ausgerüstet ist. SCR steht für selektive katalytische Reduktion, eine Technik, die umweltschädliche Stickoxide aus den Motorabgasen reduziert. Dies geschieht nach dem Verbrennungsvorgang, in dem den Abgasen das sogenannte AdBlue, eine Harnstofflösung, zugeführt wird. Die chemische Reaktion lässt aus den Stickoxiden Wasser und Stickstoff werden. Beides harmlos und umweltverträglich. Am Heck des 828 Vario läuft hier ein Großflächen-Scheibenmähwerk von Claas, das Disco 8550 AS. 8 Meter breit, mit je 7 Mähscheiben an jedem Flügel. Pro Mähscheibe rotieren 2 Messer, die mittels Schnellwechseleinrichtung getauscht werden können. Die Schnitthöhe liegt zwischen 3 und 7 Zentimetern. An der Front des 828 Vario arbeitet das Claas Disco 3100 FC,
mit zusätzlich 3 Metern Arbeitsbreite. So kommt der Schlepper hier auf gut 12 Meter Arbeitsbreite und kann so pro Stunde mehr als 10 Hektar mähen. So, fertig. Und es sind nicht einmal 20 Minuten vergangen. Mal sehen, wie weit Florian Becker und sein 820er Vario mit dem Schwaden ist. Florian Becker ist inzwischen am Feld des Kunden angekommen und dreht schon seine ersten Runden. Die Heuschwaden nehmen bereits Form an. Schließlich hat Florian den Pöttinger Top 1252C dabei. Ein Vierkreisel-Mittelschwader. An ihm kann er die Arbeitsbreite hydraulisch verstellen. 8 bis 12,50 Meter sind möglich, ebenso problemlos wie das Umschwaden von Hindernissen. Die großdimensionierten Duratec-Kreisel sind für härtesten Einsatz konzipiert. Und ein harter Einsatz ist es auf diesem Gelände in jedem Fall. Extreme Schräglage, verwinkelt. Hier muss Florian gut aufpassen. Wir haben einen Vierkreisel Pöttinger Schwader mit hydraulischem Rechenhilfestellung. Und die Schlepperleistung ist überausreichend. Aber wir brauchen schon für das Gewicht im Hang. Der Schwader ist 6,2 Tonnen schwer. Wenn es da am Hang steil bergauf geht, dann braucht man schon ein bisschen Gewicht am Traktor. Aber die Leistung langt übrig. Die Leistung, von der Florian Becker spricht, liegt bei 207 PS. Angetrieben von einem wassergekühlten Deutz 6-Zylindermotor mit Turbolader, Ladeluftkühlung und Common Rail Einspritzung ist er mit externer Abgasrückführung ausgestattet. Damit gehört er zu den sogenannten Tier 3 Motoren, die mit dem Image leben müssen, übermäßigen Durst zu haben. Ein Test der DLG im Jahr 2007 konnte jedoch das Gegenteil beweisen. Der 820er Vario leistet mehr pro Liter Diesel, hieß es damals als Fazit im Testergebnis. Die Leistung ist das eine, der Komfort das andere. Florian fühlt sich ganz wohl in der Kabine. Nö, so in Ordnung. Die Bedienung ist vor allen Dingen ist leicht, einfach leicht und der Komfort ist okay. Ich bin bis jetzt noch nichts anderes gefahren, was vergleichbar ist. Und ja, bin zufrieden. Jetzt muss sich Florian aber ranhalten, denn in Kürze kommt der Kollege, der die Schwaden zu Ballen pressen soll. Fest steht, dieser Kollege wird es nicht sein. Denn was der Fahrer noch nicht weiß: Lange wird er das geschäftige Tun mit seinem Fendt 826 Vario und der Press-Wickel-Kombination von McHale so nicht mehr durchziehen können. Die McHale Fusion 2 ist ganz neu beim Lohnunternehmen Ernteplus in Lamsborn. Heute kommt sie zum ersten Mal zum Einsatz und bislang tut sie auch ihren Job. Mit 2 Metern Arbeitsbreite geht es zügig voran. Doch plötzlich steht das Gespann. Was ist geschehen?
Ein Hydraulikschlauch ist undicht und muss gewechselt werden. Das übernimmt der eigene Service des Lohnunternehmens. Der Kundendienst von Fendt würde zu lange brauchen. Das ist bei uns noch ein bisschen schwierig. Das ist ein großer Vertriebspartner, der die Fendt veräußert hier. Aber die sind relativ weit weg. Das sind 40 Kilometer hier vom Standort. Und wir machen relativ viel selbst. Nur die größere Sache tun wir dann in die Werkstatt. Wir haben ja Werkstattpersonal, die das machen. Aber wenn jetzt ein Getriebe oder Motor getauscht wird, dann geht er in die Werkstatt. Hier am Heck wird noch geschraubt. So bleibt etwas Zeit, sich den Fendt 826 Vario etwas genauer anzusehen. Der Fendt 826 Vario ist zeitgleich mit dem 828 Vario vorgestellt worden. Die damals 5 neuen Modelle der 800er Baureihe wurden in der Kategorie Traktor Oberklasse als Maschine des Jahres 2010 prämiert. Das überarbeitete Design lässt die neuen 800er beeindruckend aussehen. Die Technik unter der Motorhaube überzeugt aber auch. Beim 826 powern 256 PS und auch er ist mit der umweltfreundlichen SCR-Abgastechnologie ausgestattet. So, die Presse läuft wieder. Jetzt gilt es, die verlorene Zeit aufzuholen. Etwa 15 Kilometer entfernt ist dieser hier unterwegs. Es ist ein Fendt 936 Vario mit der Claas Quaderballenpresse Quadrant 3200 Feincut. Damit ist hier die geballte Kurzstrohkompetenz auf dem Acker unterwegs. So sieht es zumindest die Firma Claas. 49 Messer im Schneidwerk machen das möglich und schaffen eine Schnittlänge von gerade mal 2 cm. Das perfekte Einstreumaterial, aber auch als Ersatz von Gülle und Mist in Biogasanlagen geeignet. Die Pickup, die bei der Quadrant 3200 FC 2,10 Meter breit ist, lässt die Presse auch mit sehr breiten und unregelmäßigen Schwaden effektiv und reibungslos arbeiten. ...51 Kolbenhübel pro Minute und ein maximaler Pressdruck von 200 Bar formen stabile und fast staubfreie Bahnen mit einer Länge von bis zu 3 Metern. Das ist möglich, hier aber nicht der Fall. Fahrer André Müller fährt normalerweise einen anderen Traktor. Heute sollte es jedoch der Fendt 936 Vario sein. Und André ist überrascht. Trotz der vielen Arbeitsstunden, die der Traktor schon auf dem Buckel hat, überzeugt er mit dem Komfort eines Neutraktors. Der 936 ist das Flaggschiff unter den Fendt Großtraktoren.
Lange galt er als schnellster, leistungsstarker Standardtraktor der Welt, bis sein Nachfolger kam. Aber dazu später mehr. Bis 2010 gibt es den 936 Vario mit Deutz 6-Zylindermotor und externer Abgasrückführung. Mit der Einführung der neuen 900er Baureihengeneration wird der 936 Vario auch mit der inzwischen bewährten SCR-Technologie verkauft. 360 PS treiben ihn an, bei Straßenfahrten auf bis zu 60 km pro Stunde. Ein großer Vorteil, gerade bei langen Anfahrten zu den Feldern der Kunden oder bei Transportfahrten. Transportfahrten, das ist das Stichwort. Wir sind hier im Bliesgau, südöstlich von Saarbrücken, ganz in der Nähe zur französischen Grenze. Der Bliesgau wird auch als die Toskana des Saarlandes bezeichnet. Die Landschaft mit sanften Hügeln und weiten Wiesen wurde 2009 von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgewiesen. Der Bliesgau ist geprägt von jahrtausendelanger Nutzung durch den Menschen. Als Kulturlandschaft ist er Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Auch hier ist ein Fendt 936 Vario im Einsatz. Es wird Silage eingefahren, Transportfahren also. Im Heck arbeitet ein Pöttinger Jumbo Combiline Silierwagen. Der 7210er ist mit AutoCAD ausgestattet und ist vom DLV als Maschine des Jahres 2010 ausgezeichnet worden. Die Pickup ist 2 Meter breit und hat 8 Zinkenreihen. Eine schnelle Aufnahme ist daher kein Problem. Der Vario kann also Gas geben. Fahrer Anthony Helmer ist begeistert. Ich bin noch ziemlich neu hier bei Ernte Plus, seit 1. März. Und wie gesagt, mein Lieblingsbulldog sind immer die Fendt gewesen und ich sind nur Fendt gefahren. Für mich sind das die beste und die schönste und kraftvoll. Ja, der 936 war der stärkste von Fendt. Jetzt haben sie der 939, wo er ein bisschen stärker ist, aber der läuft schon sehr gut und macht schon Spaß mit dem zu fahren. Der Fendt, die sind die besten überall, um Acker, auf der Straße, für alles, für alle Arbeit sind die sehr gut. Und wegen dem gibt es der 936 oft im Acker. Und so dreht Anthony seine Runden. Und noch eine. Und noch eine. Schließlich passen 72 Kubikmeter Silage in den Wagen. Für die 360 PS des Vario ist die Last auch kein Problem. Nicht einmal in Hanglage. Immer wieder diskutiert. Die Verschmutzung der Straße bei Transportfahrten.
Das Lohnunternehmen hat daher seinen Pöttinger Silierwagen mit einem Quick-Cover-Rollplansystem ausgestattet. Per Bedienhebel im Schlepper lässt sich die Plane ganz unkompliziert aufziehen. Damit werden Erntegutverluste während des Transportes vermieden. Die Ladung ist gesichert und die Straßen werden nicht verschmutzt. Liegt jedoch schon Schmutz auf der Straße, dann sorgt der Fendt dank guter Geschwindigkeit für die großräumige Verteilung. Beim Abladen genügt auch wieder ein Knopfdruck. Das Rollplanensystem fährt ein. Und schon kann die Entladung losgehen. Die Walzarbeiten übernimmt der Landwirt Thomas Neu selbst, wie viele andere Sachen auch. Schließlich werden hier insgesamt 230 Hektar Land bewirtschaftet. 80 Hektar davon sind Grünland, auf dem Rest wird Ackerbau betrieben. In Sachen Transport, da vertraut Thomas Neu aber auf die schlagkräftige Dienstleistung des Lohnunternehmers. Der Grund dafür ist, dass der Lohnunternehmer eine solch hohe Schlagkraft mir anbietet, wie ich sie selbst mir nur durch teures Geld erkaufen kann. Und auch durch die unbeständige Witterung, vor allem in den letzten Wochen, sind wir da auf der sicheren Seite und können so unser Futter für die Kühe entsprechend termingerecht und qualitätsbewusst ernten. Wir machen die Mäharbeit und Schwaden machen wir selbst und das Einfahren übernimmt der Lohnunternehmer. Wir hatten auch vor Jahren immer eine Häckselkette laufen beim Gras. Aber dadurch, dass die Firma Ernteplus jetzt so schlagkräftige Ladewagen sich angeschafft hat, ist das für uns viel günstiger, weil auch die Flächenstruktur teilweise ein bisschen klein ist und dann muss immer die ganze Häckselkette dem Häcksler nachfahren. Viele Fremdfahrer verfahren sich dann und so habe ich eine Arbeitskraft hier mit einem Gespann und die erledigt alles alleine und das klappt wunderbar. Also von den Stundenanzahl Häckselkette, Ladewagen, also ist kaum ein Unterschied merkbar. Das ist auch dadurch, dass der Schlepper so schnell läuft mit 60 Kilometer, ist er so schnell unterwegs, auch weit entfernte Flächen sind ruckzuck im Silo drin. Also das macht richtig Spaß, hier diese Arbeit zuzusehen. Und wie sieht das der Fahrer? Macht das Arbeiten selbst denn auch Spaß? Ja, das ist klar, mit so einer Maschine, Fendt Bulldog, Pöttinger Ladewagen, kann nur gut sein.
Wir verlassen die Mitte Deutschlands und das Lohnunternehmen Ernteplus und finden uns im Süden, im schönen Allgäu wieder, der Heimat des Fendt-Traktors. Unweit des Produktionsstandortes der Qualitätsschlepper haben 2 Fendt-Traktoren des Bauunternehmens Max Wild ihren Einsatz im nicht-landwirtschaftlichen Bereich. Im ersten Bauabschnitt der Nordumfahrung der Stadt Kempten werden sie für Erdtransporte eingesetzt. Es sollen der Straßendamm aufgeschüttet, ein Bach verlegt und erste Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Geplant ist, dass schon im nächsten Jahr mit dem Bau der Brücke über die Iller begonnen werden kann. Wir haben da dann praktisch Abbewegungen, wo sich so ca. 100.000 Kubik bewegen. Wir machen da einen Damm, praktisch einen Damm, wo die Straße dann später drauf kommt. Das Material wird alles komplett auf der Baustelle praktisch umgeschlagen und entnommen. Also da wird nichts hergefahren und wird nichts abgefahren im Großen und Ganzen. Das wird alles hinter an der Iller entnommen. Das ist eine Vorlandabsenkung und mit dem baut man praktisch den Dammkörper und wir sind leider nur für die Erdarbeiter und den Dammkörper zuständig. Der Straßenbau, Brückenbau macht dann später eine andere Firma. Aber zunächst steht der Transport des Erdreichs an. Im Einsatz sind ein Fendt 936 Vario mit einem Zweiachs-Muldenkipper von Krampel sowie ein Fendt 828 Vario mit einem Muldenkipper von Wagner Fahrzeugbau. Die beiden Traktoren transportieren heute mehrere Tonnen überschüssiges Erdreich an anliegende Landwirte ab. Pro Muldenkipper werden etwa 12 Kubikmeter Erdreich transportiert. Die Kipper sind beide aus verschleißfreien Hardox-Stahlblechen gefertigt. Hardox hat den Ruf, schier unkaputtbar zu sein. Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Härte und Festigkeit aus. Dadurch können bei der Konstruktion von Kippern dünnere Bleche verwendet werden, die dann wiederum die Hänger leichter machen, als es bei herkömmlichen Stahlblechen der Fall wäre. So kann bis zu 15% Gewicht eingespart werden. Eine Ersparnis, die sich auf der Baustelle zum einen beim Beladen bemerkbar macht und zum anderen natürlich auch beim Treibstoffverbrauch der Traktoren. Das Bauunternehmen Max Wild aus Bergheim im Unterallgäu setzt schon lange auf den Einsatz von Traktoren. Damals, eigentlich aus der Not geboren, suchte man nach einer Alternative zu Standardbaufahrzeugen. Auf das Thema Fendt sind wir eigentlich ganz schlicht und ergreifend zu dem gekommen, weil wir haben mal einen Damm gebaut, auch einen Hochwasserschutzdamm. Und dann hat man da Material hingefahren und dann hat man gesehen, dass wir das Material mit den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, nicht festgebracht haben. Wir haben das Material nicht dicht gebracht, nicht festgebracht. Und dann waren wir eigentlich vor einem Punkt gestanden, wir hätten einen Unternehmer her da
wo praktisch diesen Damm, das sind auch über 100.000 Kubik gewesen, wo diesen Damm stabilisiert hätte. Der Knackpunkt war das war nicht kalkuliert praktisch. Wenn wir das hätten machen müssen, da hätten wir zigtausend Euro draufgezahlt. Und dann sind wir selber auf das Thema gekommen, da war auch ich mit dem Boot bei dem Event. Und dann habe ich gesagt, komm, das probieren wir selber. Wir kaufen selber so einen Karren und haben eine Fräse gekauft und haben einen Kalkstreuer gekauft und haben praktisch da bei Null angefangen. Der erste war der 926er. Den haben wir jetzt zwischenzeitlich gar genommen. Den haben wir jetzt getauscht mit dem 828. Und so haben wir praktisch das ganze Thema begonnen. Das war im Jahre 2003. Und seitdem hat sich herauskristallisiert, die ganzen Vorteile von dem Schlepper einfach. Der ist vielseitig einsetzbar. Ich kann mit dem Schlepper alles machen. Ich kann Wasser fahren, ich kann stabilisieren mit der Fräse, ich kann Schnee raumen, ich kann Kippen fahren. Der ist so universal einsetzbar wie kein anderes Gerät. Und zwischenzeitlich haben wir jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Schlepper. Das sind nicht lauter Fendt. Aber man sieht halt immer wieder weiter, dass sich das einfach, die Vorteile einfach so groß sind, auch gegenüber den Dumper, haben wir die auch gesehen. Wenn der Dumper nicht einsetzbar ist, steht er am Eck drin und wartet. Und der macht halt alles, der Schlepper. Bei so viel Begeisterung gehen manch einem die Pferdestärken durch. Hier ist die Fräse bereits am Heck angebracht. Allein der Grubber an der Front fehlt noch. Warum also nicht das Spielkind etwas loslassen? Genug geblödelt. Die Arbeit ruft. Wir haben inzwischen den Einsatzort gewechselt und sind weiter nach Norden, auf den Bauabschnitt auf der anderen Seite der Iller gewechselt. Hier beginnen die Arbeiter, den Damm aufzubauen. Die erste Lage Erdreich ist auf 40 cm aufgeschüttet, der Zement bereits aufgestreut. Jetzt muss er untergearbeitet werden. Das erledigt der Fendt 936 Vario. Er lockert zunächst in Rückwärtsfahrt mit dem Grubber die Lage auf und mischt den Zement schon einmal grob ins Erdreich. Dann geht es in den Vorwärtsgang und die Fräse an der Heckhydraulik kommt zum Einsatz. Und spätestens jetzt ist klar, warum der Fendt 936 Vario diese Arbeit macht. Das ist ganz einfach so, die Stabilisierung passiert mit einer 3 Meter Fräse hinter da. Das heißt, es ist ein Rotor drin mit 90 cm Durchmesser. Der Rotor läuft gegen das Material, also wie in der Landwirtschaft, der läuft als so rum und wuschelt halt hinten raus. Bei uns läuft der Rotor gegen das Material, das heißt, er muss 40 cm am Boden das ganze Material über den Rotor treiben, rumbefördern und muss das Material dabei mischen. Das heißt, es braucht so einen hohen Kraftbedarf, dass das praktisch selber, wo man das angefangen hat, hat das gar kein anderer Schlepper ausgehalten. Die Getriebe waren noch nicht so weit entwickelt, da sind bei alle Getriebe verreckt und beim Fendt war es eben so, das war das stufenlose Vario-Getriebe, das war eigentlich der einzige Schlepper, wo die Fräse praktisch ausgehalten hat und da hat es keine andere Alternative gegeben. Und das ist ja heute noch so, das sehen wir an der Fräse, da hängt bei uns nichts anderes wie ein Fendt.
Und so fährt der 936 hin und her, bis die erste Lage komplett stabilisiert ist. Dann wird wieder 40 cm hoch Erdreich aufgeschüttet, Zement aufgestreut und der Vario zieht erneut seine Bahnen. Diese Arbeitsschritte wiederholen sich so lange, bis der Straßendamm die gewünschte Höhe erreicht. Das dauert. (2015) soll die Umfahrungsstraße fertig sein. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Daher lassen wir die Fendt-Traktoren hier ihre Arbeit tun und wechseln den Standort. Weiter geht es zu einem anderen Fendt 936 Vario, der aber etwas Besonderes ist. Diesen Fendt 936 Vario gibt es so nicht direkt bei Fendt zu bestellen. Zwar ist der Traktor in ganz normaler Serienfertigung in Marktoberdorf vom Band gelaufen, aber damals an die Firma Wurzer Umwelt GmbH mit Rädern nach Eiting im Landkreis Erding ausgeliefert worden. Zu seinem Raupenfahrwerk kam er im Sommer 2012 über die kanadische Firma Susi Track. Den Umbau hat die Firma AK Maschinen im oberbayerischen Bockhorn übernommen. Wurzer Umwelt will das neue Fahrwerk testen. Noch ist nicht entschieden, ob das Fahrwerk für immer am Traktor bleiben wird. Ja, der Eindruck ist halt, dass halt das eigentlich viel bodenschonender ist, als wir mit Reifen. Hat halt mehr Kraftübertragung auch. Und ja, also ist auf alle Fälle positiv. Doch wo liegen denn nun die Unterschiede zum normalen Fahrwerk, außer beim offensichtlichen, beim Aussehen? Der wesentliche Unterschied, würde ich sagen, ist einfach extreme Bodenschonung. Ich habe also Vielfaches weniger an Bodendruck. Man geht ungefähr davon aus vom 3- bis 4-fachen. Dann natürlich die Traktion. Traktion heißt dann auch mehr Kraft auf dem Boden. Der Schlepper kann die Leistung auf den Boden bringen und erhöht somit einfach die Zugkraft. Er kann im Endeffekt noch langsamer fahren bei Sondereinsatzbedingungen, wie wir hier sehen, aber hat ja, sozusagen ca. 30% Reduzierung von der Geschwindigkeit. Ich sage mal, im Acker spielt es nicht die große Rolle. Wenn der Schlepper jedoch trotz geringer Geschwindigkeit seine enorme Zugkraft voll ausschöpfen kann, dann ist das bei Einsätzen wie diesem ein unwiderlegbarer Vorteil. Ähnlich wie bei der Fräse auf der Straßenbaustelle geht auch diese Rodefräse von AVI tief in den Boden hinein. Bis zu 50 cm sind möglich. Und das schöpft Fahrer Sebastian Huber hier auch voll aus.
Auf dieser Fläche stand ein gut 100 Jahre alter Baumbestand, ziemlich verwildert, der nun abgeholzt wurde, damit die Fläche neu bepflanzt werden kann. Die Wurzelstöcke des alten Bestandes wurden nicht entfernt. Das erklärt auch, warum der 936 hin und wieder stockt. Schließlich zerkleinert die Rodefräse Wurzelstöcke und Restholz im Unterboden und arbeitet das organische Material in einem Arbeitsgang in den nun lockeren Boden ein. Und der Boden bleibt locker. Ist doch die Aufstandsfläche bei diesem Fendt 936 Vario nun bei knapp 6 Quadratmetern. Die Gummilaufbänder sind vorne 63,5 und hinten 81,3 cm breit. Um diese Aufstandsfläche mit Rädern zu erreichen, müsste ein Traktor hinten auf jeder Seite je 3 Reifen montiert haben und vorne 2. Bodendruck, Bodenschonung, dann habe ich mehr Kraft, mehr oder weniger mehr Kraft vom Schlepper aus, die ich auf den Boden bringe. Das heißt, wenn ich mehr Kraft hinbringe, spare ich mir eigentlich einen größeren Schlepper, ich kann eine Nummer kleiner gehen, habe dann die gleiche Leistung, dann habe ich im Endeffekt weniger Spritverbrauch. Ja, man muss sagen, die Raupensysteme sind sicher eine sehr teure Anschaffung. Man muss auch mal sagen, die ganze Technik und die ganze Erzeugung der Raupen ist alles Handarbeit. Ja, das ist keine Massenware nicht. Und der Bauer muss natürlich oder ein Lohnunternehmer auch Verwendung dafür haben. Sonst natürlich hat er da nicht die richtige Entscheidung getroffen. Gell? Es ist so, ich sage mal, ab 60 Hektar, wenn er nicht viel auf der Straße fährt, ist schon perfekt. Nicht? Wenn er sie wirklich optimal einsetzen kann, dann verdient er schon mit dem ersten Tag. Bleibt zum Schluss die Frage an den Fahrer. Würde er die Raupenfahrwerke am Fendt dran behalten? Ja, das ist am Chef seine Sache, aber also ich finde es wie gesagt gut, aber schauen wir mal, was er sagt. Also für die Arbeit ist es auf alle Fälle sehr gut, das Laufwerk. Damit ist zunächst alles gesagt. Wie die Entscheidung ausfallen wird, steht noch nicht fest. Für Sebastian Huber ist erst einmal wichtig, dass die Fläche hier fertig wird. Und wir verlassen das breite Einsatzfeld der Fendt 936 Vario-Traktoren. Gehen wir einen Schritt zurück. Zurück in die Vergangenheit. Wenn auch in die nahe Vergangenheit. Wir sind im Jahr 2010 auf dem Fendt-Feldtag in Wadenbrunn. Alle 2 Jahre präsentiert sich dort das Allgäuer Unternehmen und sein Portfolio. Und das Interesse ist immer sehr groß. Letztendlich sind es jedoch 2 Paukenschläge, die 2010 die Gäste auf dem Acker begeistern. Zum einen bestätigt Fendt endlich das lange schwelende Gerücht um einen eigenen Feldhäcksler und präsentiert den Fendt Katana 65. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, das ist ein kräftiges Applaus wert. Der Feldhäcksler ist kein Gerücht mehr. Er ist heute zur Realität geworden. Ein hervorragendes Team, Schlepperkompetenzen, Technologien. Herr Dr. Reiter.
Zum anderen stellen die Allgäuer die neue Generation der 900er Vario-Baureihe vor, die durch das Topmodell 939 Vario mit 390 PS angeführt wird. Als der zugkräftigste Standardtraktor wird der 939 Vario vorgestellt. Hat er doch 30 PS mehr als das bisherige Topmodell der 900er Baureihe, der 936. Diese Leistungssteigerung wird durch den neuen 6-Zylinder-Deutz-Motor mit Common Rail Hochdruck-Einspritzsystem ermöglicht. Neu bei der neuen 900er Baureihe ist außerdem die ins Fahrzeugkonzept integrierte Reifendruckanlage VarioGrip, das erste serienverfügbare ABS-System für Standardschlepper sowie ein neues Elektronikkonzept mit neuem Terminal in 2 Ausführungen. Einer der ersten Besteller eines Vario 939 ist der Lohnunternehmer Thomas Krumpen aus Hürtgenwald, rund 50 Kilometer südwestlich von Köln. Unser Unternehmen ist eine Abspaltung von der Landwirtschaft. Die hat mein Vater gegründet vor knapp 30 Jahren. Und wir haben im Moment 6 Festangestellte, mehrere Aushilfsfahrer, unterhalten 9 Schlepper der Firma Fendt und 2 Schlepper der Marke MF. Die Traktoren laufen bei uns im ganzen Jahr so ca. 2000 Stunden und haben also eine ziemlich hohe Auftragslage und sind auch sehr zufrieden mit der Auftragslage und hoffen mal, dass wir das noch etwas steigern können. Wir arbeiten im kommunalen Bereich wie im Forst, genauso wie für Privatunternehmer auf Baustellen mit Transportarbeiten, sind also ein komplett rundum in jede Richtung expandiertes Unternehmen. Außer im landwirtschaftlichen Bereich, in der Sparte haben wir gar nichts mit zu tun. Wir haben uns für den Fendt 939 entschieden, weil das der leistungsstärkste Schlepper von Fendt ist und für den Häcksler anzutreiben von der Firma Jens kann man nie PS genug haben. Deswegen kam eigentlich nur dieser Schlepper in Frage. Der Häcksler, für den es nie genug PS geben kann, ist ein Jens HEM 820 Hacker. Durch die Zapfwelle angetrieben ist dieser Hacker für die ganz großen Brocken konzipiert. Ganzbäume mit einem Durchmesser von bis zu 80 cm sind für den HEM 820 kein Problem. Sein Durchsatz pro Stunde etwa 260 Schüttraummeter. Diese aggressive Walze sorgt für einen sauberen und gleichmäßigen Materialeinzug. Die Beschickung des Häckslers übernimmt der am Hänger aufgebaute Epsilon-Palfingerkran. Der 939 Vario hat, außer der Sonderlackierung, die sich Thomas Krumpen gegönnt hat, keine weitere Sonderausstattung. Die Abstützung des Gefährts erfolgt am Häcksler. Von großem Vorteil ist jedoch die neue X5-Kabine. Sie besticht durch eine hervorragende Rundumsicht und die serienmäßige Klimaautomatik sorgt für ein optimales Klima in der leisen Kabine. Der drehbare Führerstand ist natürlich unverzichtbar bei der Arbeit mit dem Hacker. Die neue Variotronic ist ein von Fendt komplett neu entwickeltes Elektronikkonzept. Jetzt erfolgt die Steuerung über viele neue Features und nur ein Terminal. Für Thomas Krumpen war dies jedoch nicht das Hauptargument für seine Entscheidung zum 939 Vario. Die Technik in dem Schlepper ist ja die gleiche wie in dem 936. Daran hat es nicht gelegen, halt einfach nur vom Motor, weil wir auf der Zapfwelle die maximale Leistung brauchen. Der Schlepper läuft zu 95% am Holzhäcksler, macht so ca. 2100 Stunden im Jahr. 5–10% läuft er gering an Transportarbeiten, aber generell die meiste Arbeit nur am Häcksler.
Auch beim Fendt 939 Vario setzt Fendt auf die SCR-Technologie, um die Abgasnorm der Stufe 3B zu erfüllen. Mit der Harnstofflösung AdBlue wird das Abgas nach dem Verbrennungsvorgang behandelt. Somit entfällt die Abgasrückführung, was einen entscheidenden Vorteil hat. Die SCR-Technologie ist eine sehr teure Technologie, die wir leider mit sehr viel Geld bezahlen müssen. Jedoch sich das im Dieselverbrauch etwas zurückrechnet. Der Dieselverbrauch ist im Gegensatz zu der vorherigen Technologie, Abgasrückführung, etwas zurückgegangen. Ist eine unproblematische Technologie und wird wahrscheinlich die nächsten Jahre noch weiter ausgebaut. Mit dieser Einschätzung liegt Thomas Krumpen sicher nicht falsch. Der unschlagbare Vorteil der SCR-Technologie ist nun mal der verringerte Dieselverbrauch im Vergleich zur Vorgängertechnik. Je nach Fahrweise können 3 bis 8% eingespart werden. Allerdings muss dafür der zweite Tank, der AdBlue-Tank, immer gefüllt sein. Die Fendt-Welt der Traktoren. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Traktoren aus dem Allgäu als führende Hightech-Marke gelten. Und nicht zuletzt deshalb konnte Fendt sich im ersten Halbjahr des Jahres 2012 an die Spitze der deutschen Zulassungsstatistik setzen und sich damit einen Marktanteil von 22% sichern. Das gute Image der Traktoren geht auf die lange Tradition des Traktorherstellers zurück, der als besonders gutes und innovatives Unternehmen gilt. Gerade in den Großtraktoren, den 800 und 900 Vario-Baureihen, steckt viel Know-how, aber auch die Erfahrung der Landwirte. Viel gelobt der Komfort der Traktoren. Sie sind Arbeitsmaschinen mit angenehmem Arbeitsumfeld für ihre Fahrer. Und so gilt schon lange und auch heute noch: Wer Fendt fährt, führt. Jetzt haben wir fertig und der ist sogar nicht da. Jetzt habe ich mich verfahren. Ja, Erntemaschinen und so sind wir klar. Rotor läuft gegen das Material. Also in der Landwirtschaft, da läuft als